Naja, neben den ganz, ganz schnellen Autos haben wir auch immer wieder probiert, Weltrekordautos zu bauen mit Alternativkraftstoffen, weil wir, denke ich, früh erkannt haben, dass Benzin natürlich begrenzte Ressourcen sind. Außerdem ist die Verbrennung von Benzin im Vergleich zu Ethanol, Bioethanol, relativ schlecht. Der Schadstoffausstoß mit Bioethanol ist deutlich geringer, je nach Schadstoffklasse bis zu 85% geringer. Und es ist ein nachwachsender Rohstoff, wird ja in vielen Ländern, zum Beispiel in Brasilien, schon fast ausschließlich auf der Straße verwendet. Und zum Glück gab es ihn auch in den Jahren 2008, 2009, 2010 in Deutschland auch beim Tankstellennetz, ich glaube Eul nannten die sich damals, konnte man E85 kaufen. Also haben wir uns überlegt, wir bauen jetzt ein Auto, mit dem wir Weltrekord fahren für Alternativkraftstoff. Und da wir zu der Zeit einen Cayman im Betriebsfuhrpark hatten, haben wir gesagt, Mensch, das Auto, das bauen wir jetzt mal um auf einen schönen Metzgermotor, Mittelmotor, mit Bioethanol, E85. Rausgekommen ist dann unser Cayman, der erste Cayman Turbo Bioethanol 630, der schon ganz gut lief, mit dem wir aber noch nicht so ganz zufrieden waren. Motor war okay, aber die 630 war eben noch nicht überzeugend. Und wir sagen, Mensch, halbe Sache machen wir nicht. Jetzt machen wir gleich Nägel mit Köpfen, bauen noch einmal einen richtigen Motor mit richtigen Köpfen drauf und richtigen Ladern. Haben den CT 78 gebaut, 780 PS Bioethanol. Und sind dann kurz danach wieder auf Einladung von Autobild und Conti in Nado mit dem Auto 336 gefahren, was sich jetzt nicht so viel anhört, wäre auch schneller gegangen. Man muss dazu sagen, es hat geregnet an dem Tag. 336 im Regen um die Kurve bei fast Haftgrenze war eben schon irre schnell. Hat gereicht für den Weltrekord, deshalb haben wir an dem Tag gesagt, reicht uns erstmal mit Bioethanol. Da haben wir den Weltrekord und wieder war einer dabei und wir hatten wieder die weltweite Presse dabei. Amerika waren wir auf dem Titel von der Excellence, wir waren in England, GT Magazine und überall. Naja, also hat sie sich bis dahin, kann man mal zusammenfassend sagen, diese ganze Idee Marketing durch Weltrekorde bisher hat astrein funktioniert. Da wir mit dem Bioethanol aber ja noch nicht so ganz fertig waren, weil 336 ist ja nun auch noch keine Nummer, hatten wir zum Glück zu der Zeit einen Kunden, der einen ganz tollen G-Turbo von uns fuhr, also 997 GT3 mit Umrüstung auf Biturbo. Der hatte zu der Zeit 1200 PS auf normalen Benzinantrieb. Und der war sehr experimentierfreudig, der Kunde. Ganz netter Kerl, einer wirklicher Firmenfreund hier von uns. Hat uns jedes Wochenende besucht, jedes Wochenende mit seinem Auto auf Testfahrt gewesen. Naja, jedenfalls sagte der Mensch, Bioethanol, hätte ich glaube ich auch Interesse dran, wollen wir nicht meinen G-Turbo umbauen auf Bioethanol? Ich sag, du Mensch, Norbert, tolle Idee, das machen wir mal. Dann können wir endlich zeigen, was wir da wirklich drauf haben mit so einem Auto. Und haben dann überlegt, was machen wir? Aerodynamik wie immer, natürlich mehr Leistung. Wir haben gesagt, wir wollen mindestens 900 PS haben, weil wir wieder irgendwo in Nado an die 400 fahren wollen. Ja, und haben das Auto dann ähnlich wie den Cayman umgebaut mit Benzinanlage, Benzinleitung, Riesendüsen, Spezialprogrammierung und so weiter, weil der Bioethanol, der Kraftstoff ja doch einige spezielle Sachen benötigt, damit es funktioniert und nicht die Leitungen kaputt gehen und die Pumpen kaputt gehen. Ja, haben dann auch ganz locker die 900 PS geschafft. Wir brauchen gar nicht viel Ladedruck. Nado hat nämlich immer die Besonderheit, ganz viel Ladedruck und ganz viel Drehmoment ist schlecht zu fahren, weil die Beschleunigung muss relativ zivil sein. Es nützt einem nichts, wenn man so ein Beschleunigungsmonster baut. Dann ist das Auto durch die lange Kurve eigentlich unfahrbar, bevor man überhaupt die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Also braucht man eine ansteigende Leistungskurve und das funktioniert eben mit relativ wenig Ladedruck am besten. Deshalb haben wir gesagt, 900 müsste uns reichen. Ja, und dann natürlich die Aerodynamik des Autos. Die haben wir natürlich auch ganz stark verändert. Ganz kleiner Heckflügel hinten drauf, kleine Abrisskanten über den Rückleuchten, die den Luftstrom über das abfallende Heck verändern sollten. Einen Heckdiffusor eingebaut. Wir haben die hinteren Räder verkleidet, die Radhäuser im ersten Versuch sogar einmal ganz zugehabt, einen komplett glatten Unterboden gebaut, mittleren Kühler ausgebaut, die äußeren Kühllufteinlässe verkleinert und nicht mehr ins Radhaus entlüftet, sondern seitlich entlüftet. Und als wir dann damit fertig waren mit dem Grundkonzept, mit allen Ideen, die wir so realisieren konnten, sind wir dann noch zusätzlich zu Audi nach Neckarsulm in den Windkanal gegangen. Denn dieser besagte Norbert hatte zum Glück gute Kontakte zu Audi. Und wir hatten dann eben das Privileg, dass wir da in den Audi-Windkanal konnten. Einer der wenigen, bei dem das Auto auf einer bewegten Straße steht. Normalerweise steht das Auto still im Windkanal.
Bei Audi ist es so, dass die Räder sich drehen können, weil das Auto auf einer, das wird an den Wagenheberaufnahmen befestigt. Dann werden die Federn ausgebaut, über die Wagenheberaufnahmen in die richtige Fahrhöhe gefahren, das ganze Fahrzeug. Und dann drehen die Räder sich auf einem Laufband. Das hat den Vorteil, dass die aerodynamischen Einflüsse der drehenden Räder mit berücksichtigt werden. Das ist nämlich ganz entscheidend, wenn das Rad sich dreht, erzeugt das ganz andere Wirbel und Verwirbelungen in den Radkästen und Auftrieb, Abtrieb als ein stehendes Rad. Und das ist bei den meisten Windkanälen verkehrt, weil die Räder stehen. Das heißt, man hat zwar eine aerodynamische Auswertung der Grundform, aber nicht des fahrenden Autos. Und wir brauchen natürlich das fahrende Auto. So, wir also zu Audi in den Windkanal, hatten diverse Frontschürzen, Unterböden, Leitbleche und so weiter dabei mit dem Auto. Haben dann da lange rumexperimentiert und sind dann ganz zum Schluss auf eine Ausführung gekommen, ohne Heckflügel, mit einer großen Abrisskante hinten. Was Ähnliches hat vor langer Zeit mal Alzen bei einem Rennauto gebaut. Die haben das dann ähnlich wie auch der 74er RSR 2,1 Turbo, den Porsche mal gebaut hat, Maria Stuart Kragen genannt. So etwas Ähnliches hatten wir da hinten dran. Und sind dann in Kombination mit unserem Heckdiffusor, mit unserer Frontlippe und ganz vielen kleinen Windabweisern am Unterboden, die wir auch da im Windkanal alle gebaut und probiert haben, auf ein absolut gleiches Auf- und Abtriebsverhalten an beiden Achsen gekommen. Bei einem unglaublichen CW-Wert von 0,265. Der Mann von Audi hat gesagt, er hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass wir auf so einen CW-Wert kommen mit dem Fahrzeug. Ein normaler GT3 als Vergleich hat einen CW-Wert von 0,34. Das heißt, wir sind prozentual da mal eben 30–35% runtergegangen. Entsprechend weniger Kraft brauchen wir natürlich auch, um eine gute Topspeed zu fahren. Wir hatten also ein Auto, was unempfindlich war gegen Auf- und Abtrieb an beiden Achsen. Wir haben also unterschiedliche Anstellwinkel des Autos ausprobiert, was man eben über diese Hydraulik-Dinger da machen konnte, ganz einfach. Und wir haben immer in allen Positionen an beiden Achsen leichten Abtrieb gehabt. Wir wollten nicht viel Abtrieb, um die Reifen nicht zu sehr zu stressen. Wir wollten aber auch nicht Auftrieb, logischerweise, weil dann wird es instabil. Und wir wollten vor allen Dingen auch nicht, dass durch irgendwelche Einflüsse, weil das Auto vielleicht vorne mal ein bisschen einfedert oder ausfedert, das Verhältnis von vorne zu hinten sich stark ändert. Weil dann wird es natürlich auch unruhig. Und das war komplett ausgewogen, war ein absoluter Glücksgriff. Deshalb waren wir uns auch ganz sicher, dass wenn wir das nächste Mal damit irgendwo schnell fahren, dass das klappen wird. Und genauso kam es auch. Wir waren wieder eingeladen von Conti, unsere guten Freunde, genauso wie unsere guten Freunde von der Autobild, wieder zu einem Reifentest-Event. Wir Bioethanol, endlich großer Test, 3,92. Genauso schnell, wie wir damals mit dem V400 gefahren sind und das mit Alternativkraftstoff, wieder Weltrekord. Ja, und damit hatten wir dann im Prinzip unsere Bioethanol-Episode beendet, weil kurz danach wurde in Deutschland irgendwann die Förderung Bioethanol leider vom Bund aufgehoben. Das Tankstellennetz wurde eingestellt, es war also nirgends mehr zu kaufen, außer übers Internet, von daher war es leider uninteressant geworden. Obwohl die Abgaswerte sensationell waren, die Leistung war sensationell, der Motor lief 100 Grad kühler im Abgasverhalten, das Geräuschverhalten des Motors rein mechanisch war um Welten besser. Der Motor war, wenn man sich ein Laufgeräusch eines Diesels zu einem Benziner vorstellt, wie viel leiser der Benziner ist, genau um so viel leiser war das mechanische Geräusch des Bioethanolautos von Benzin auf Ethanolumstellung. Also sehr schade, dass das nicht weiterverfolgt wird. Ich würde gerne mehr solcher Autos bauen. Zusätzlich hatten wir noch ein anderes Fahrzeug, ein Cabrio. Wieder eine ähnliche Sache. Cabrio-Weltrekord hatten wir noch nicht. Wir waren schon mit 400 das schnellste Straßenauto. Wir hatten diverse andere Weltrekorde. Und gesagt, Cabrio, das fehlt uns. Hatten zum Glück wieder einen Kunden, der mitspielen wollte. Haben dann ein ganz frühes 997 Carrera Cabrio uns gegriffen, haben gesagt, da muss ein Turbomotor rein. 997 Turbo gab es noch gar nicht auf dem Markt, das war 2005, Anfang 2006. Haben dem Auto dann einen 996 Turbomotor implantiert mit 996 Motorsteuergerät, hatten dann ganz viel Action um beide CAN-Bus-Systeme, 997 CAN-Bus-System mit 996 Motor-CAN-Bus-System und Wegfahrsperre zusammenzukriegen, haben das natürlich dann auch geschafft. Wir haben ja glücklicherweise gute Leute im Betrieb und haben den ans Laufen gekriegt, auch wieder mit einer großen Leistung. Wir waren damals schon immer flott dabei mit Gerrit-Ladern und allem drum und dran und viel Hubraum, 3,8 Liter. Hatten dann schnell 910 PS zusammen und sind wieder im ersten Versuch, wieder sei Dank, Conti und Autobild, wieder in Nado mit dem Ding auf den Schlag 380,5 gefahren. Ich weiß noch ganz genau, das war das einzige Mal, dass wir nach Nado gefahren sind und haben das Auto transportieren lassen. Normalerweise war es immer so, ich war jetzt insgesamt 11 oder 12 Mal in Nado zum Testen und Probieren.
Wir haben immer unser Auto hinten auf den Anhänger geladen, haben den an unseren VW-Bus gespannt und sind nach Nado runtergefahren. Nado sind von Dortmund aus 2200 Kilometer. Das heißt, mit 3 Fahrern im Auto, 25 Stunden hin, 25 Stunden wieder zurück. Immer Dauerfahrt, immer mit Schlafen im Bus und so weiter. Naja, jedenfalls das Mal habe ich gesagt, nee, wir sind eingeladen von Conti, ich setze mich mal in den Flieger. Und die haben ja auch einen schönen Transporter, die transportieren hin. Lassen wir mal so laufen. Wir also zu zweit mit ganz kleiner Mannschaft runter nach Nado. Und dann, die 9 ist ja quasi als Zahl noch vor dem Alphabet, nach Conti-Bestimmung, die ersten, die fahren sollten. Da habe ich gesagt, okay, macht mir nichts aus, ich war oft genug in Nado. Viele andere Teilnehmer hatten so ein bisschen Bedenken, oh, Nado, weiß nicht und so schnell und so weiter. Ich also rein ins Auto, 3 Runden gefahren, 380,5, wieder raus, war zufrieden, wusste Cabrio, Weltrekord und dann ging es los. Es waren noch 2 andere Porsche-Tuner da. Ich nenne ja nie Namen. Aber jedenfalls war es klasse. Rolf Garte, der damalige Schrauber, der mit war, und ich, wir beide saßen im Boxenbereich, haben uns das ganze Treiben angeguckt, wurden immer gefragt, wollt ihr normal fahren, wollt ihr normal fahren? Und wir sagten, nein, 380,5, uns reicht das, wir sind ganz souverän. War top, Lauf war perfekt, Auto fuhr wie eine 1, wir sind zufrieden. So. Und dann kamen die anderen Tuner dran. Porsche, 354. Kam wieder rein, Auto wurde zerlegt, Turbos ab, neue Turbos dran, härtere Wastegate-Dosen, alles wieder zusammen, wieder rausgefahren. 365. Wieder alles zerlegt, wieder zerlegt und so weiter. Und haben uns immer nur gefragt, warum wollt ihr nicht nochmal fahren? Fahrt doch nochmal. Wir sagten, nee, wir wollen nicht mehr fahren. Wenn ihr noch 10-mal fahren, ist euer Problem. Wir sind fertig, wir haben unser Weltrekordende. Jedenfalls, mit anderen Worten, das war das entspannteste Nado, was wir je hatten. Wir sind einmal gefahren, alles erreicht, alles top, mega. Ja, und einen ganz anderen Weltrekord haben wir nochmal aufgestellt. Allerdings in Kooperation haben wir nur den Motor und das Getriebe gemacht. Das war mal für einen Bus. Und zwar Van-Weltrekord. Schnellster Bus mit 300, weiß ich nicht, oder 305 oder 306 km/h, auch in Nado, für eine Firma aus Berlin, TH Automobile oder so ähnlich hießen die, glaube ich, denen wir damals einen Motor gebaut haben. Die haben also schon eine Zeit lang VW-Busse, ich glaube T5 war das damals, mit einer 996 Turbo Hinterachse versehen und auch mit einem 996 Turbomotor und Getriebe, waren aber da im Prinzip technisch auf einem relativ Low-Budget-Stand. Also die haben da immer nur den Serienmotor eingebaut, haben vielleicht einen Chip drauf gemacht, hatten dann, weiß ich nicht, 520 PS mit einem K24-Lader oder sowas. Liefen, also sagen wir mal, liefen okay die Autos, war aber jetzt keine Sensation. Naja, jedenfalls ist er irgendwann an uns herangetreten und hat gesagt, Mensch, kannst du mir nicht mal einen richtigen Motor bauen? Wir bauen gerade so ein Auto, ein tolles Ding mit Sitz in der Mitte, ganz aufwendig, also ähnlich wie so ein alter McLaren. Alles Recaro-Sitze drin, so ein Leichtbauding, ganz tief. Waren noch ein paar andere Hersteller mit im Boot, die da irgendwie Fahrwerk und Bremse und was weiß ich was alles gemacht haben. Und wir gesagt, okay, alles klar. Bauen wir dir einen schönen Motor, kostet sowieso, alles klar. Ja, sind wir uns einig, bauen wir euch. Gut, haben wir also gemacht. Auto hatte hinterher 820 PS, irgendwie sowas in dem Dreh, mit GT2-Getriebe. Wir haben also alles gebaut, alles gestellt und so weiter. Sind damit dann auch wieder bei der gleichen Veranstaltung, das war auch das Wochenende, als wir mit dem Cabrio gefahren sind, diese 305 oder irgendwas gefahren. Sofort megamäßiger Abstand, Van-Weltrekord. Das Auto war dann hinterher noch mit Walter Röhrl auf der Rennstrecke testen. Der hat auch sich da sehr positiv zu ausgesprochen. Auch das ist unglaublich. Auto fuhr wie eine 1. Letztendlich haben wir von der Firma kein Geld gekriegt. Wir hatten trotzdem den Van-Weltrekord, aber das war dann das unschöne Beiwerk dabei. Ja, und damit haben wir eigentlich die wichtigsten Weltrekordautos in Richtung Hochgeschwindigkeit alle beisammen. Von Maximalrekorden zu Rekorden von Autos als Sonderbauform wie Cabrio oder Van oder Bioethanol. Ja, und inzwischen sind ja die Höchstgeschwindigkeiten bei der Weltrekordfahrerei so hoch geworden international. Da stehen ja inzwischen Geschwindigkeiten von 500 km/h plus irgendwas an, dass es mir eigentlich inzwischen zu schnell ist. Also es macht hier in Deutschland oder von Deutschland aus gesehen keinen Sinn mehr, da noch irgendwo mit anzugreifen. Deshalb sind wir eben durch mit den ganzen Rekorden. In Deutschland gibt es keine Strecken, um sowas zu testen. Und nur für einen Test, sich in Amerika ein Testgelände zu mieten mit dem ganzen Aufwand, um dann womöglich mit einem verkehrten Gang oder mit einem defekten Teil irgendwo liegen zu bleiben. So heiß bin ich da jetzt auch wieder nicht mehr drauf. Und 400 war noch eine Zahl, die man erreichen konnte, wo man gesagt hat, das kann ich mit ganz viel Glück auch mal nachts oder am Sonntag auf der Autobahn erreichen. 500 ist aber so weit ab von Gut und Böse, dass es quasi nur noch eine Zahl ist, um überhaupt einen Rekord zu haben, aber nichts mehr, was irgendwie noch Sinn macht. Und deshalb sind wir da inzwischen raus aus der Nummer. Wir machen jetzt anders, wir machen Beschleunigung. Beschleunigung ist
schnell erledigt, geht in Deutschland wie auf der ganzen Welt. Da haben wir inzwischen auch schon viele schöne Autos zugebaut und da werden wir in einem der nächsten Videos drüber berichten. Weil da gibt es auch tolle Sachen, auch viele Filme, die wir dazu schon haben, Weltrekorde, Europarekorde. Das heißt, es wird auch wieder eine sehr interessante Folge. Ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal.